Aber warte, die guckt mich schon so böse an. Ich glaube, sie weiß, was ich vorhab. Am liebsten will ich jetzt zurückgehen, nochmal alle ansprechen und gucken, ob ich hier irgendwelche anderen Optionen habe. Aber warum muss ich der eigentlich nur ein Bauteil haben will, jetzt hier der Böse sein? Irgendwem nehme ich ja jetzt hier die Energie weg, ne? Anfrage wird bearbeitet, Warnung, Sicherungsmodul ausgelöst. Moderate bis schwere strukturelle Schäden sehr wahrscheinlich. Warnung, Umleitung des Stroms ist unumkehrbar. Will zu den Folgen umsetzen. Ja. Strom nach Edgewater umleiten. Strom nach Botaniklabor umleiten. Also wir haben eine Verrückte gerettet, haben die jetzt nach Hause gebracht. Aber anscheinend... Wirklich, es beißt mir wirklich gerade im Kopf. Es ist... Alles, was ich bis jetzt in meinem Leben gespielt habe, sagt mir, dieser Typ da unten in der Fabrik ist ein Böser. Aber nichts, was mir jetzt hier im Spiel passiert ist, sagt mir, die da im Botaniklabor sind die Guten. Will ich jetzt dieses endlose Ausnutzen dieser Corporation von den ganzen Leuten... Ja, das will ich abschaffen, ne? Das will ich abschaffen. Ja. Strom zum Botaniklabor umleiten. Wo war denn hier nochmal Ruf? Der Vorstand. Groundbreaker kenne ich nicht. Ikono. Cluster kenne ich auch nicht. Deserteure, 100%. Spacers Choice. Gut. Kehre zu Reed zurück. Ernsthaft? Hä, der bringt mich doch um. Ein paar Mal sagt gar nichts. Das ist interessant. Ob sie nicht kapiert hat, dass Old Betsy hier gar nicht läuft jetzt? Oder hat sie es gar nicht kapiert, was ich gemacht habe? Hat sie es gar nicht mitbekommen? Äh, Moment, wo ist denn hier der... Hallo, wo ist der Ausgang? Ah, gerade dran vorbeigelaufen. Ja, ich gehe jetzt nicht zuerst zurück zu denen, ich gehe jetzt zuerst zum Botaniklabor. Alles mal durchladen, obwohl ich nicht denke, dass wir auf jeden Fall irgendjemanden treffen hier. Shotgun. MG. I can't stop thinking on Edgewater, Captain.
I'm glad the deserters are gonna be all right now they got power, but what about the town? All those people. Sie hat mich Captain genannt. He's just interested in fixing stuff. He always used to follow me around, asking me to explain what I was doing. Like a puppy, kinda. Sie hat mich Captain genannt. Hä, das ist... Vorher war es gar nicht klar, dass sie jetzt ein Crewmitglied ist von mir. Hat sie mich Captain genannt. War ich voll stolz. I'm just glad he's alive. That he's okay. I mean, when Mr. Thompson said he was fired, we all expected the worst. If he wants to learn about engineering, we should help him get those data pads he wants. I'd like to do that for him. Okay. Haben wir eigentlich schon das zweite Buch gefunden? I don't know what you did to talk some sense into Zoe, but I appreciate it. Okay, sie hat nichts zu sagen. Wir sind auch da hinten. Ja. Any luck finding one of those manuals? No kidding. Really? Well, which one? The geothermal plant? Now that is just incredible. You really went exploring down there? Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. Ja. 2 whole data pads? Be still my beating heart. Oh, almost forgot your payment. 500, nice. Kann ich noch mal kurz What's on your fragen? mind? Nee, kann ich nicht. Something you need? Ich hätte gerne mal gefragt, wo wir hier... den zweiten Teil finden. You hear that? That low, pleasant hum of electricity? It whispers across the veil like the winds of change. You've done well. I would have paid my last 5 bits to see the look on Reed's face when the last lamp in town burnt out and the cannery fell to silence. Time's come to look toward the future. We'll grow, I expect. A lot of workers out there with nowhere else to go. Not as many as you'd think. We're not about to let the whole town join our flock. Just the ones willing to renounce their corporate loyalties and live the way nature intended. I am curious. Why did you help us? You don't know who we are. You don't owe us a thing. The plant's crawling with mechanicals, so it stands to reason you risked your life. Halt einfach... Boah, ich habe das alles gemacht, um mein Schiff zu reparieren, sagen. Nee, eigentlich nicht. Also, in der Hinsicht ist es ja auch gar nicht mein Schiff. Nur der andere Typ will, dass ich es repariere. Oder Ada hat gemeint, wir müssen es reparieren. Ich bin ja eigentlich nur ein Typ, der aufgetaut wurde und... Eine Frau, sorry, ich bin eine Frau. Eine Frau, die aufgetaucht worden ist und vom Himmel gefallen ist. You're not quite like anyone else I've met. You haven't had your consciousness programmed by the board. You're welcome among us if you're ever so inclined. Ich komme auch wieder aus einer ganz anderen Zeit, wo dieses Arbeiten und Vergöttern der Arbeitgeber nicht so war. Ja toll, jetzt gehen wir da hin und werden erschossen. Oder nicht?
Oder sagt er einfach, ja, hätte ich wissen müssen. Tschüss. Oh, dampft aber noch einiges hier. Und die Lichter brennen auch noch alle. Ja, waren doch neue Plünderer. Jetzt bin ich zu schwer. Willst du eine Geschichte erzählen? Okay, wir sind tatsächlich jetzt nochmal zum Schiff zurück, bevor wir jetzt hier... Moment, sind die jetzt... Die Wachen vom Schiff wissen die jetzt schon davon? Sind zumindest nicht hier. Auf jeden Fall sollten sie wissen, wegen den beiden, dass hier auf jeden Fall ein Schiff steht. Und wenn die Stadt leer ist, kommen wahrscheinlich Tausende hierher. Das, also, muss mal so sagen. Zerlegen. Zerlegen. Sniper, ja. Gewehr. Zerlegen. Modifizieren. Nö. Tüfteln. Nö. Escape. Wir hatten hier keinen Shop, ne? Shit. Ist jetzt nur ein Shop in der Stadt? Wo ich einen Schrott verkaufen kann? 112. Was habe ich denn aufgesammelt? Irgendein Quatsch, ne? Ja, hier so Zeugs und das haben wir auch viel zu viel. Und irgendwie verwende ich es nicht und... Güte. Irgendwelche Sachen hier. Schrott, genau. Aber auf jeden Fall viel zu viel. Ich würde gerne mehr tragen können. Haben wir eigentlich ein Dings gefunden? Hier. Chester Higgins, ein Ingenieur des Geothermiekraftwerks, der seit Jahren darin eingeschlossen war, hat dir erzählt, dass du wahrscheinlich im Büro der Werkssicherheit ein Logikmodul finden kannst. Ein Terminalprotokoll im Büro der Werkssicherheit des Geothermiekraftwerks deutet darauf hin, dass das Logikmodul in einem Lagerraum am anderen Ende des Flurs eingeschlossen wurde. Musst die Schlüsselkarte für den Raum finden, falls du das Schloss nicht auf anderen Weg knacken kannst. Vielleicht hat der Sicherheitschef sie dabei. Ein Terminalprotokoll hat belegt, dass die Robotereinheit plötzlich feindselig wurden. Der Sicherheitschef des Kraftwerks hat sich daraufhin auf den Weg zum Kontrollraum gemacht. Das haben wir nicht abgeschlossen. Obwohl wir da waren. Also sorry, für mich sind es ein paar Tage her, wo ich aufgenommen habe. Wo gibt es denn eigentlich einen Shop? Händler. Hier außerhalb und da hinten auch. Am Geothermalkraftwerk ist ein Händler. Da. Lass mal den ganzen Schrott verkaufen. Verkaufen. Z für Schrott verkaufen. Jawohl.
wollen wir nicht loswerden, das wollen wir auch nicht loswerden, aber diese ganzen Sachen hier, die hier. Jo. Ah, okay, komm, wir gehen da mal rein. Ich will die Mission natürlich nicht irgendwie einfach wegschmeißen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt da hingehen zu dem Boss, dann ist es vorbei. Also, das hier ist ja nicht der Sicherheitsraum. Das hier ist der Kontrollraum. Der Sicherheitsraum war halt da unten und gegenüber war die Tür. Hier. In der Mission steht, dass die Roboter plötzlich freigestellt wurden und andere Arbeiter eingriffen. Der Sicherheitschef des Kraftwerks hat sich daraufhin auf den Weg zum Kontrollraum gemacht. Das ist da oben. Kontrollraum ist da hinten. Nicht? Rezeptionist ist das hier. Und hier hinten dran haben wir, das weiß ich noch, jemanden gefunden. Ist das der Sicherheitschef? Fabrikarbeiter. Nee, das ist nicht der Sicherheitschef. Da hinten ist auch eine Tür. Kontrollraum ist ja da. Ist er denn hier im Kontrollraum? Der Sicherheitschef? Nö, ne? Wo könnte er erst denn hin sein? Hier geht's raus. Auch nur ein Fabrikmitarbeiter. Hat ja die Hoffnung, der würde dein Sicherheitschef heißen. Was ist das hier, der Kontrollraum? Nice. Du hast einen Helm dabei, der dir gefallen könnte, obwohl deiner ganz schnieke aussieht. Kann auch sein, dass ich diesen Code einfach übersehe. Oder wir setzen halt unsere Punkte zurück. Was auch gehen würde. Glaube ich. Weil wir 70 Hecken bräuchten. Charakter. Attribute, Fertigkeiten. Hecken. Das ist viel. Ich glaube, das sind viele Punkte, die wir da ausgeben müssten. Ah, ich hatte, stimmt, ich hatte meine Klamotten schon umgemacht, damit ich, ja. Hm. Aber das hier unten ist ja kein Kontrollraum.
Das ist der Hinweis zu dem Buch. Hier liegen 2 Menschen. Hier wird irgendwelche Lava umgeleitet. Cool, kann man auch benutzen. Granatwerfer. Okay. Auch kein Sicherheitschef. Wir sind wieder überladen. Super, super, super. Pavati. Hast du einen Tipp? Something you need? You mean about the mission being too clean? I know, but Vickers says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil. Scrap. The machine Vickers... Ja, okay. Das haben wir schon gehört, ne? Vickers about... Ich würde ja nochmal nach unten gehen. Oh, was ist denn hier? Moment. Hier war ich auch schon? Verhalten anpassen. Neuen Modus wählen. Neues Ziel wählen. Moment. Ist jetzt der... Ist hier der Modus zu Ende und wir können da jetzt... Nee, das ist immer noch zu. Das ist ein anderes Terminal. Oh, dass wir jetzt hier so langsam rumlaufen, ne? Können wir Sachen wegwerfen? Elite-Soldaten, Körperpanzer. Sieben. Elite-Soldaten, Körperpanzer ausrüsten. Boah, Pavati. Also. Taktischer. Standard. Aha. Fortschrittlicher Schutzhelm, Aramid. Alter! So ein Transformer. Okay, ich würde sagen, das ziehen wir an. Ne? Charakter. Inventar. Wo sind die andere, die wir hatten? Hier. Standardsoldaten? Ne, das hier. 11. Oh, die waren beide schon richtig viel Schaden. Ja. Ich kann nicht zufälligerweise jetzt irgendwie irgendwas hinzufügen. Nein. Schon wieder viel zu schwer. Schleiche ich hier rum. Wir gehen mal raus in den Automaten und gucken, ob wir noch ein bisschen Klamotten verkaufen können. Das wäre sehr gut, dass wir mal wieder ein bisschen schneller laufen können. Ich hätte ja gehofft, dass wir irgendwie verkaufen. Rüstung.
Welche Pullover. Pavati-Sachen lassen wir mal da. Exohelm. Cryonic-Anzug. Das ist dem, die wir mitgenommen haben, ne? Ihn hier. Die haben wir modifiziert, aber du. Das ist alles so schwer. Ja. Hier sind also Sachen. Geografischer Scanner. Flüsterrohr, Spaßkanone, Weitsichter, Sichergriff. Was, wenn das einfach irgendwo versteckt ist? Ich verstehe es nicht. Der ist ja von hier. Unbehagen ist ein typischer Nebeneffekt Lebenssituation, der durch eine solche... ja. Ich gehe nochmal runter mit dem anderen reden. Obwohl er mir wahrscheinlich nichts zu sagen hat. Vielleicht können wir ihm auch jetzt sagen, What's dass eating es... you? The tail. Definitely start with the tail. Forgot what you were... The tail. Mechanical's lot. You mean I was on clean... I specialized in automechanical? Er hat das ja nicht hier unten rumliegen, ne? Ich fühle mich doof. Wirklich. Wahrscheinlich liegt es einfach irgendwo. Oder ich muss einfach alles auf Hacken. Einfach mit allen Punkten auf Hacken gehen. Hab sie! Ihr könnt aufhören zu schreien. Wo ist der Exit? Hier geht's runter. Pavati, wir haben die Schlüsselkarte. Lass uns hier abhauen. Oder zumindest den Raum aufmachen und dann abhauen. Nice.
Sag ein Logikmodul. Jawollo. Okay, los geht's. An den Hafen. Hoffentlich hat er noch nicht mitbekommen, dass der Strom aus ist. Nice. Können wir da hinporten? Tatsache. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind here. Während ich was trinke. Hier ist gar kein Wind. Hallo. Town's been dark a while now. Could be a mechanical trying to sabotage us. Auf jeden Fall. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple bits for your trouble, and a little something to remember me by. Okay. Nice. Endlich mal ein paar Fähigkeiten hier. Ja, ich würde gerne auf Hacken gehen. Jetzt schon. Weil ich denke, wir müssen sehr viel hacken und überall und die ganze Zeit. Obwohl, wir sind schon ziemlich weit oben, ne? Dialog sind wir weit oben. Fernkampf. Okay, ich gehe mal 5 hier drauf. Oder 6. Den Rest noch auf Waffen. Kein Vorteilspunkt. Schade. Pavati. Auch nix. Okay, dann gehen wir zu deinem alten Chef. Weil sie hat mich ja jetzt Captain genannt, also eigentlich ist sie jetzt hier Teil der Crew. Teil des Schiffs, Teil der Crew. Hier flackert aber noch einiges. Is Reed hiding in there? Mr. Thompson is aware of your concerns and remains committed to guiding Edgewater into prosperity. Oh, it's you. Reed told me I should be expecting you. He's inside. Keiner ist böse? You picked a fine time to visit, stranger. Was passiert jetzt? Haben die so Viecher da reingesteckt in die Dosen? Das ist immer gar nicht Fisch, Mann. Er ist ganz allein hier. Hallo. You want to know what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters. Plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd you do it? Das ist ich ein Arschloch. Das ist ich ein Arschloch. Das ist ich ein Arschloch. Okay, ich bin das Arschloch. That power regulator is company property. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you.
Edgewater's dead. Our cannery's dead. Adelaide's deserters are never coming back. Spacer's Choice will shut us down before long. Some of us will die of illness by then. Some will move on. Some will starve. And as for me, I will tender my resignation, whereupon I shall be processed and then duly imprisoned for gross incompetence. Apologies won't give us our lives back, but for what it's worth, I am sorry too. All right, easy now. Let's not do anything we'll regret. I'll order my guards to stand down. Take what you came for and then leave us be. Pavati. Stand down, all of you. We're done here. Ich will nur da rumballern. Komm schon. Das war jetzt echt viel zu einfach. Ich glaube, wenn wir das jetzt rausziehen, ist vorbei. Cool. So, welche Mission haben wir jetzt noch? Kehrt so Unreliable zurück. Für die 3 Bände. Du hast den ersten Band im Versammlungszentrum gefunden. Du hast den 3. Band erwähnt, dass ihr Vater ein Band von Handbuch zum Weltraummaschinenbau gelesen hat, als er als Schichtarbeiter in der Konservenfabrik arbeitete. Einem Protokoll auf dem Schreibtisch der Rezeption des Geothermiekraftwerks stand, dass ein Band des Handbuchs zum Weltraummaschinenbau des Kraftwerks liegen würde. Eine Notiz in der Werkstatt ließ verlauten, dass eine Ausgabe des Handbuchs an einem Ort namens die Grube zu finden sein würde. Wahrscheinlich werden wir das Buch nicht finden. Ja, die sind schon ziemlich offensichtlich, die Bücher. Der Werkstatt des Kraftwerks. Pavati? Hallo? Something you need? You mean why I'm not allowed in the store anymore? There was a kind of a thing with a vending machine when I was 12. Wie lange ist das her? 6 Jahre? Not intentionally. I've always been good with my hands, right? So I saw a lock on the machine and thought, oh, this must be how they refill it. But I had to know. So I did my thing. And next thing I know, there's a couple hundred bottles of 0G rolling out the front door and into the road. Kishan? It's not funny. Right about then, a bunch of loaders came rolling in the gate, fresh off the Saltuna ships. And Mr. Thompson was up on the porch making a speech about how everyone would have to volunteer a 3rd shift to get it all canned. Anyhow, you ever seen an auto loader run over a bottle of 0G? Exploded
all over Mr. Thompson. One bottle after another as the loaders went by. I was just shy of working age, so Dad had to pay all the damages. Rose still angry at me. I can laugh about it now, but I just about puked up my guts in terror in the moment. That's the one time I ever made Mr. Thompson look a fool. Ja, eigentlich wollte ich mit dir über das Buch reden. Wo könnte das sein? Können wir mit Dings nochmal reden? Oder waren wir eben? Naja, der will jetzt auch nichts sagen, ne? Aber ich glaube, es hieß in der Stadt. Das dürfte dann ja Vardis Vater gewesen sein. Any luck finding one of those manuals? What's on your mind? Couple months. I owe them. What's on your mind? Nee. Okay. Ist einfach zu. Barbershop, der hat's nicht. Oder? Oh, I cut my own hair. But Conrad sells real good disinfectant. Ja, der hatte kein Band. Ist das hier? Auch zu. How am I supposed to file a report with the power dead? Keine Ahnung. War die so ein bisschen Hilfe wäre cool. Habt ihr außerhalb gelebt? Habt ihr drinnen gelebt? Why are all the lights off? The power's out in the whole town. Pipe down. Oh Gott, was habe ich nur getan? Die haben die eingesperrt. Versiegelt. Power's out, but I can't just leave my goods unattended. Don't suppose you'd care to do business? Lass mal sehen. Music to my ears. Hast vielleicht irgendwelche Bücher? Okay. Nein. Vielleicht liegt sie in der Kirche. Bewohner. Er ist nicht mehr da. Okay, also er ist schon auf dem Weg quasi. Das war das... Ne, das war nicht das Krankenlager. Ist auch alles zu. Da ist bestimmt in der Fabrik drin. Können wir gehen mal gucken. Bin da zwar schon drin rumgestolpert, aber... I put my whole life in that cannery. You must be very proud. Are we getting food or no? Das war auch alles versiegelt, ne? Life in that cannery.
Hätte ich vor der Aktion dieses Buch finden sollen? Das wäre, glaube ich, gut gewesen, ne? Versiegelt heißt einfach, es gibt keinen Strom mehr. Würde ich jetzt mal sagen. Die haben wirklich diese Viecher da reingesteckt. Ekelhaft. Exercise patience and contemplate the scriptures. Easy. Are we getting paid or not? Any luck? Ich hätte besser zuhören sollen. Der Werkstatt. Ist das hier nebenan? Werkbank, Verkaufsortmann-Händler, relevanter Ort, inaktiver Auftrag, aktiver Auftrag. Wo könnte es sein? Das Haus nebendran war doch zu. Außerdem haben wir ein Buch im Geodingskraftwerk hier gefunden. Das da unten war die Werkstatt. Ich lass mich zuletzt ablenken hier. Igitt. Wird nicht besser, wenn du das Foto zweimal ansiehst. Wie ist auch der Strom aus? Ich glaube nicht, dass da noch irgendeine Tür aufgeht. Hier waren wir überall. Da hinten ist die Fabrik. Hier ist... You're not a big drinker, are you? Oh doch. Ich trinke dich unter die Theke. Wir haben alle noch Spaß hier drin. Ich hätte echt hier hinkommen müssen. Wir gehen zum Schiff. Oder wir fliegen zum Schiff. Sorry für die wasted time hier. Ich dachte, ich könnte es noch finden, aber... Wird mit 2 Büchern auskommen müssen. Ada. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. Edgewater won't last another season without power, but that don't change the fact that I'm indentured to Spacer's Choice. Company expects me back at my post. Nee. I've worked on the occasional supply coach in need of repairs. Once I built a little model craft out of spare parts, but Mr. Thompson found out and I had to take it apart. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves from my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Pavati, die Entscheidung ist doch schon lang gefallen.
I mean, thanks. You won't regret this, ma'am. Captain. I can call you Captain now. Okay, das... Okay. Die Unterhaltung war ein bisschen zu spät. Du hast mich schon mal Captain... Egal. Don't ruin the moment jetzt. Hier. Pavati zieht mit. Aha! Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room. Mach das. As always, I am at anything you'd like. I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. That's a good question. We should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Okay. Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. Ah. Okay. Thank you, Captain. Okay. Ada? Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. Okay. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Ja, einfach reinschieben. Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Okay. Der war schon. Gleich wieder zurück. Pavati war immer noch im Eingang. Und dann dürften alle Türen aufgehen. Hoffe ich mal. Ist auch ziemlich dunkel hier drin. Es ist voll das Foolproof Ding hier. Einfach, oder? Oh Gott. Okay, ich dachte, das dreht sich ein bisschen schneller. Immer noch zu. Ey, da. Ich bin der Captain. Und ich will jetzt hier auf unsere Crew hier Türen auf. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the Unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Nee. Qualmt ein bisschen, funkt ein bisschen. Ah, ist voll normal. Und wir sind alle Matschepampe. An der Rückseite der Wand. A communication request from Dr. Phineas Wells. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship.
I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Nein, verflüssigen wäre verkehrt, hast du gemeint. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, okay, ja. Miss Gladys Culkelly. Okay. Reden wir mal der. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Die jetzt aufgemacht werden? Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Ah, da ist es, ja. Oh, ich sehe, die Leute sind weg. Ja. Privat wird wahrscheinlich ins Weltall gezogen, aber alles gut. Okay, nee, sie ist hier. Was ein Glück. Yeah, so this is my hidey spot now. I was looking for a place that was quiet. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Cozy like, ain't it? Was? Ich glaube, es ist Zeit, dass du weiterziehst. Hä? That's in pretty good shape considering how hard Mr. Hawthorne ran it. It's a Yakita LHA 120, A2 model, I'm pretty sure. The Block 2 design scooshed in extra cargo space but didn't change the stock engines. Probably a touch underpowered, huh? Accurate in all particulars. I conclude you are Edgewater's board-certified mechanic. Fly-by-wire's pretty normal. Or leastways, that's what I read in the trades. I've never been on a real ship before. Hello! I am not a board-certified mechanic, but my dad was. He taught me all he knew. Do you understand? Speech recognition is one of the many skills I have been programmed to simulate. You're not simulating it, you're doing it! I asked a question and you answered it. I am gratified you consider this facsimile convincing.
I am at your disposal, Ms. Parvati. You will find the technical schematics in the engineer's locker, though I'm afraid Captain Hawthorne has lost the owner's manual. I don't see any holes in the hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip-top. But I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me how to make grilled cheese sandwiches with a plasma torch. Oh, ey. Was heißt das hier? Ich will es nicht mal anklicken. Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. He meant funny as in odd. It's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That decides your schooling and your career. When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. They were real unhappy with us. Warum? Eifersüchtig? Well, I'm good at making things work the way they ought. Not so much at doing such to somebody else's schedule. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up to see it's tomorrow, and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. I didn't care much for schooling. Yep, nothing much had changed. Everything was a little grayer, a little dirtier. Dad met me at the shuttle and gave me a big ol' hug. I noticed straight away that he was moving slower and stiffer. He made a little grunt when I squeezed. Oh. Oh, I miss him, sure enough. But he's a fond memory. I was right beside him when he passed, holding his hand. Talking about him makes me smile. Dad never said that he loved me, you know? I knew on account of him showing it. How he'd stay up late to help with my projects or listen to my fretting. Oh gosh, look at the time. Sorry to bend your ears so long. And I got so much to do before this ship's in decent shape. Sehr schön. Ein paar Storys. Was ist das denn? Automag-Pistole. Wir haben momentan Stoßpistole. Ist Plasma, hat so einen Dreierschuss, ne? Und wo ist die andere? Da. Taumeln. Ja, nicht so cool. Gerade finde ich es auch nicht so cool. Oh, haben wir jetzt hier 3? Parvati jetzt mehrere? Reparatur können wir auf jeden Fall alles machen. 80, 96, 93, naja. So kaputt ist jetzt hier nichts. So, wir gehen jetzt mal hochgucken. Längst ist die Folge schon wieder. Oh, können wir zumachen. Und so werden wir genau wie die Sporen des Bovist vom Wind getragen und landen auf frischer Erde, in der wir neue Wurzeln schlagen. Haben wir eine Pflanze von Adelaide mitgehen lassen? Das ist unser Bett. Sehr nice. Richtig krasse Aussicht. Einmal. Wir können Sachen ablegen. Finally. Ja. Wie viel geht hier rein? Nur so viel Slots wie hier sind? Okay, nice. Das würde ich gerne ablegen. Yep. Was ist das hier? Schockstab. Nö, den nicht.
Dann gucken wir mal gleich mal bei Pavati die Kajüte kommen. Legen wir ihr die Klamotten dahin. Holomantel aufheben. Der Holomantel projiziert eine Verkleidung, die dir und deinen Begleitern Zugang auf Sperrgebiet gibt, sofern du dafür über ein passendes Ausweismodul verfügst. Sperrgebiete sind ansonsten für nicht autorisierte Personen nicht zu betreten. Zur Wiederhandlung wird dem Waffengewalt vergolten. Mit Waffengewalt vergolten, jo. Easy, 16.000 EP. Sollen wir nutzen. Okay, aber ich glaube, das ist genug. Danke, Ada. Das ist dann jetzt mal genug für heute. Ja, bis zur nächsten Folge, ne?